Hallo ihr Lieben, heute hebt meine Fräsmaschine ab. Ich möchte gerne den Fuß hier ausbauen. Mit Anheben ist da nichts. Und jetzt versuche ich das mal mit Luftkissen. Also ich habe hier vorne ein Luftkissen und hinten zwei Luftkissen. Die werde ich jetzt langsam mal aufpumpen und dann gucke ich mal, ob ich diesen Fuß hier rausbekomme. Ich will nämlich die Schrauben, die von unten durchgehen ins Portal, mal nachziehen. Und das geht besser, wenn der Fuß weg ist. So, ich fange mal an zu pumpen. Erstmal hier vorne. Ich pumpe jetzt so lange, bis der sich leicht anhebt hier vorne, der Fuß. Ja, jetzt habe ich ein leichtes Anheben. Jetzt pumpe ich mit den beiden hier. Da ist der Fuß schon ein bisschen weiter oben. Jetzt ist wieder ein Stück hochgekommen. So, jetzt versuche ich natürlich nicht mit dem Finger drunter zu kommen, weil so weit traue ich den Luftkissen nicht. Ich schraube mal raus, gucken, ob das schon reicht. Ja, ein kleines bisschen brauche ich noch. Sollte es aber schon reichen. Ja. Jetzt ist der Fuß draußen, jetzt lasse ich langsam die Luft ab. So. Jetzt fährt die Maschine ganz sanft wieder runter. Und jetzt komme ich mit einem Schlüssel hier an die Schrauben besser dran, um die nachzuziehen. Ja, feine Sache. Man hätte es natürlich auch irgendwie mit Hebel machen können, aber ich glaube, das ist die sanftere Methode. Ich zeige euch mal so ein Luftkissen. Ich muss mal hier raus. Also so hatte ich es jetzt verwendet. Ich habe oben ein Tuch drauf gelegt. Dann kommt das Luftkissen, dann hatte ich ein Nummerntuch und dann unten drunter ein Stück Holz. Die Tücher habe ich nur genommen, damit sich hier nicht durch eine Kante oder durch hier oben in der Maschine vielleicht durch eine kleine Kante sich hier irgendwas eindrückt und dieses Luftkissen platzt. Und das wäre natürlich nicht so toll. Also bei der Maschine hat es ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht genau, was die wiegt, vielleicht so 150 bis 200 Kilo. Angegeben sind diese Teilchen bis 300 Kilo. Ja, hat jetzt hier ganz gut funktioniert. Man muss natürlich aufpassen, also hundertprozentig trauen würde ich nicht, wenn mal so eins platzt. Da muss man natürlich aufpassen, nicht, dass man einen Finger irgendwo unten drunter hat. Der wäre dann natürlich platt. Aber wenn man vorsichtig damit umgeht, ist es eigentlich ein sehr schönes Hilfsmittel. Ich werde euch das mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, das war's schon wieder von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.